Guten Morgen. Morgen, es geht jetzt gleich weiter. Wir fahren jetzt nach Schwarzschleus. Ja, und viel Spaß. Und dann starten wir gleich. Wir liegen schon in die richtige Richtung. Da hinten geht's raus. Startet wieder nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob die Motoren gleich wieder anspringen. Nee. Nee. Die rechte Maschine startet nicht und wackeln nutzt im Moment auch nichts. Die Leinen sind los und auf geht's. Wir gehen jetzt die letzte Leine noch durch den Ring. Hier ist alles mit Ringen, ist ein bisschen mühsamer. Eine Brücke, eine Schleuse und dann sind wir auch schon da. Wir wollen nicht nach Kranerwerth, da waren wir schon so oft. Und wir wollen jetzt mal in den Stadthafen. Mal gucken, ob das klappt. Wir verlassen unseren Liegeplatz. Hinter uns war auch ein Charterboot. Auch sehr nette Menschen, mit denen wir uns unterhalten haben. Und unsere Reise geht jetzt weiter. Angler, Angler, Angler. Die Ausfahrt hier ist breit genug. Bye, bye, Gittorn. Es war wieder schön bei dir. Rechts, links drehen wir jetzt ein. Und heute fahren wir weiter bei Sonnenschein. Dann kommt doch gleich die Edkammer, wo wir essen waren am ersten Abend. Das ist recht nah, da gehen auch keine Touris im Grunde hin, außer die im Hafen und Einwohner. Ansonsten die normalen Tagestouristen, die sind irgendwann ab 5 oder so weg. Und dann ist Gittorn fast wie ausgestorben. Jetzt sind wir aus Gittorn fast raus. Und dann sind auch schöne Häuschen und schöne Gärten mit eigenen Anlegestegen. Romantisch. Die Sonne scheint zwar, aber es ist ein bisschen windiger geworden. Es ist nicht mehr das schöne Sommerwetter, was wir am Anfang hatten. Jahrelang ist das jetzt hier schon leer. Es war mal ein Verkaufshafen. Atlantik oder Brom? Ich schau mal. Das ist eine Atlantik. Eine 38er Atlantik. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann haben sie uns erkannt. Manchmal kommen wir auch von da hinten und fahren hier rein. Und da vorne steht auch die Freiheitsstatue. Hier könnten wir rechts abbiegen nach Flugseil. Machen wir aber nicht. Wir wollen die kürzere Strecke heute nehmen. Unsere Fahrt geht heute geradeaus durch die Brücke. Hier rechts ist auch ein schönes Anwesen mit einem tollen Boot direkt davor. Da hinten sind Häuser mit einer Bootsgarage darunter. Das ist auch cool. Das kleine Bötchen macht einen Fehler und fährt durch die falsche Brücke durch. Normalerweise hätte er rechts durchfahren müssen. Wir stehen jetzt schon eine ganze Weile hier vor der Brücke mit 3 Booten. Brückenwächter bedient. Mehrere Objekte. Hier kann es etwas dauern, bis die Brücke öffnet, steht da ein Schild. Ja, an der Brücke steht, dass die Brückenwärter oder Brückenwärterin hier mehrere Objekte bedient und sodass es einige Zeit dauern kann. Und dann kann man nebenbei auch noch ein bisschen putzen. Immer schön das Bötchen sauber halten. Jetzt haben wir Rot-Grün und das heißt, die Brückenwärterin kümmert sich jetzt hier um unsere Brücke, hoffe ich. Die Schranken sind unten und es geht auf. Interessanterweise, ich bin noch nie gut durch diese Brücke durchgekommen. Zum Glück ist es nicht ganz so viel Wind heute, dann geht das noch. Und weiter geht unsere Reise. Ja, nachdem es auf Rot-Grün ging, ging es doch schnell. Na Anna, schnüffelst du alles? Das Grundstück hier vorne würde mir auch gut gefallen. Im Winter könnte es etwas kalt sein, aber im Sommer ist das auch eine schöne Ecke hier. Und die Sonne lacht wieder. Ist das nicht herrlich? Wir hatten ja jetzt auch mit dem Wetter dieses Mal nicht so viel Glück. Viel Regen. Jetzt kommen wir gleich zur Beutlerschleus. Da steht ein ganz dicker Segler davor und ein kleiner dahinter. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Ob der Pickel tatsächlich schleust. So, schauen wir mal. Dauert ja einen Moment. Hallo?
Hallo? Hallo? Hallo? Okay, Jetzt geht's. warte, kommt gleich raus. Wie lang ist die Schleuse denn? Ich weiß es nicht. Ah, das Segel ist riesig. Ja. Ja, die Frachter sind auch mal riesig und da passen wir trotzdem mit rein. Mit der Schleusung werden wir nicht mitkommen. Nee, Meinst du nicht? nein. Nee, der Dotter, der ist so groß. Das mit den Schleusen, das sieht immer im ersten Augenblick so kurz aus. Aber am Ende passt dann doch viel mehr rein, als man glaubt. Also die Schleuse ist nur 65 Meter, habe ich geguckt, und 8 Meter breit. Das war jetzt nicht 80, sondern 8 Meter Breite. Ja, okay, aber der ist ja trotzdem nicht länger als 30 Meter. Ja, der hat noch die Schraube, ich müsste da ein bisschen warten. Nee, du nimmst erstmal keinen, wir gucken erstmal, was der noch macht. Der hat aber noch die Schraube am Laufen. Ja, eben. Die Einfahrt ist nicht einfach. Wir müssen auf den Kleinen achten, der sich so langsam an der Leine nach vorne zieht. Die Schrauben des Seglers arbeiten noch und wir müssen noch ein ganzes Stück rein, weil hinter uns das Tor ist. Okay, wenn der nicht weiter fährt, dann nimm mal den. Hier bewährt sich wieder der Einsatz unseres Headsets. Der müsste ein Stück nach vorne. Eine ganz enge Kiste. Ich hätte gedacht, dass wir doch mit reinpassen, dass der nicht so lang ist. Aber wir passen so gerade noch hinter den Frachter rein. Ja, Frank und Claudia konnten leider nicht mit. Jetzt fahren wir so langsam hinter dem raus. Ja, in der Schleuse hinter so einem großen Segler zu stehen, da muss man schon gut vorsichtig sein. Das ist knapp. Oh, aber er kommt vorbei. Der macht das schon mehrmal. Pass du lieber auf deine rechte Seite auf. Der Wind drückt ganz ordentlich und macht den Großen hier richtig zu schaffen. Dann sind wir schon mal durch. Ja, hier kommt mal einer und drängt sich fröhlich rein. Und ich muss hier kurz vom Gas und muss ich das wieder hineinsortieren, weil Elefantenrennen brauche ich nicht. Das Boot aus Meppel hat uns einfach die Vorfahrt genommen. Jürgen musste vom Gas gehen. Das macht man aber auch nicht, ne? Frank ist nicht durchgekommen durch die Schleuse, es war zu voll und wir fahren jetzt nach Zwarzeus weiter und schauen mal, ob wir in einem Innenhafen einen Platz finden. Und dann können wir dir Bescheid sagen. Und wenn nicht, dann sind wir auch schon wieder raus, bis sie kommen und können gleich woanders hinfahren. Dann müssen die nicht extra rein. Hier am Kanal ist wieder viel Industrie. Ein riesengroßer Schrottplatz, wo das getrennt wird alles. Da hinten kann man das sehen. Und wir haben unser Ziel bald erreicht. Nicht mehr weit weg. Ja, schon mal Ausschau halten. Am Steg vor dem Restaurant wäre Platz. Das wäre unsere Notlösung. Wenn wir jetzt hier drinnen keinen Platz kriegen, dann müssen wir schauen, ob wir draußen ihn versuchen oder ob wir nach Kranewert doch gehen. Jetzt fahren wir an Kranewert vorbei. Falls wir in Schwarzlois keine Plätze bekommen, wäre am Restaurantsteiger noch 2 Plätze für uns frei gewesen. Hier ist eine Werft. Da werden noch Berufsschiffe gebaut, repariert, erneuert. Wenn der vor uns jetzt meinen Platz mir wegschnappt, dann bin ich aber sauer.
Weil er hat uns auf dem Weg hierher geschnippelt, uns die Vorfahrt weggenommen, also sich wie ein Rüpel benommen. Ja, schön, dass Sie jetzt kommen. Ich nehme Sie hier vorne an. Wir haben uns schon unterhalten hier. Hat schon Hallo gesagt? Nee, aber hier sind Schweizer, die halt hier ein Treffen hatten. Ja. Mit seiner Fernsteuerung kann er vorwärts, rückwärts, links, rechts. Alles funktioniert mit Fernsteuerung. Er braucht also eigentlich gar nicht an Steuer. Das ist natürlich ein Traum, so eine elektronische Steuerung. Da kann man natürlich ganz entspannt anlegen. Diesmal haben wir einen super Platz gekriegt. Wir waren ein Schweizer Treffen und deshalb war noch ein Liegeplatz frei. Die Schweizer sind gerade gefahren. Wir bleiben aber im Päckchen, damit nicht noch einer von uns ins Päckchen kommt, falls hier noch einer kommt. Und hier haben wir auch noch eine Brom. Und das ist natürlich ein richtiger Brummer. Brom 50, Kiranov 4. Da drüben im Restaurant Blizzard gehen wir heute Abend essen. Mit Blick auf unser Schiff. Segelmacher, Plane. Und vorne an der Brücke geht es dann in den Bootsladen. Interessantes Bild vom früheren Leben in Schwarzlois. Ja, wenn man da von der Brücke kommt, da vorne ist ein Wassersportgeschäft. Hier gibt es die Frikandel. Und da vorne gibt es dann den Kibbeling. Durch irgendeine der Gassen, kann man keinen nicht verfehlen, ist man an einem großen Platz, wo man einkaufen kann. Da ist auch dann der Lebensmittelladen, der Plus, einmal rund. Sehr beschauliches Städtchen, aber hier geht das Leben gerade erst los. Käse. Wir waren Chinesen, haben die. Da hinten liegen wir. Vorne noch eine Brom 50. Wir brauchen nur die Brücke. Und hier gehen wir heute essen. Auf dem Weg zum Hafenkontor gibt es auch noch einige Plätze für Wohnmobile und auch Wohnwagen. Zwischen den beiden Häfen ist dann das Hafenkontor. Und das ist der Blick über einen der beiden Häfen. Und draußen am Steg wäre vielleicht noch ein Platz frei gewesen. Alle anderen Plätze hier am Ufer sind alle voll. Also hier hätte man nichts gekriegt. Aber zumindest ist es möglich, auch hier zu liegen mit größeren Booten. Der Hafen auf der anderen Seite bietet ein paar große Plätze an der Hafeneinfahrt und auch an den Kopfsteigern. Aber auch die sind alle belegt. So sah das früher alles aus, mit solchen Schiffen. Durch ein kleines Museum geht es auf eine Insel mit sehr viel Wald. Die liegt auf der anderen Seite unseres Liegeplatzes. Ringsherum sind Stege, das meiste davon sind Festlieger, aber ab und zu gibt es eine grüne Tafel, die zeigt, dass man dort liegen kann. Wer Glück hat und so einen Platz erwischt, der hat natürlich einen romantischen Liegeplatz. Das ist wirklich sehr schön hier zu liegen. Schöner kann man kaum liegen, aber für uns sind die Stege zu kurz. Wir müssten über die Bugspitze ein- und aussteigen. Das ist normalerweise der Gästesteiger, aber den habe ich noch nie leer erlebt. Die Häfen am Fahrwasser, die sind viel windiger und wuseliger. Also man sollte schon schauen, dass man vielleicht hier einen Platz erstmal kriegt, bevor man nach außen fährt. Und wir haben gerätselt, was es ist, aber es sind Windbeutel mit verschiedenen Zutaten. Und wir sind hier im Schokolade habe ich. Ja. Ich habe nur Schokolade. Wir sind hier im Blizzard und da gehen wir auch heute Abend hin. Wir testen schon mal vor, wir glühen schon mal vor sozusagen. Und Marina hat Cheesecake. Mhm. Und? Schmeckt auch wie Cheesecake. Und haben wir schön gegessen und getrunken. Jetzt geht es erstmal zum Boot. Kaffee trinken. Ja. Ja, stimmt. Heute Abend gehen wir mal in die Brasserie de Blizzard. Die wurde uns empfohlen. Und wir schauen jetzt mal, wie es schmeckt. Das schmeckt garantiert gut. Klein und fein. Hadden jullie gereserveerd? Ja. Okay, persoon, Frank? Oké, daar is het. Kunnen we al delen? Guck mal da. Oh, cool. Ja? Ja? Oké, danke. 0,0 vom Fass, das ist eine absolute Seltenheit. Jo, hier gibt es Mosterdsup Jo. Erste Mal im Urlaub. und
Ich habe hier auch eine Suppe gefunden, Tomatensuppe. Auf geht's zur nächsten Runde. Kabeljau und Nudeln. Pasta. Zweimal. Marina lebt jetzt gesund. Caesar Salad und ungesund Spare Ribs. Genau. Kann nur für Claudia sein. Gestern Abend im The Blizzard war es auch wieder sehr lecker und ja, haben gut gegessen, gemütliches kleines Lokal. Wenn man am Wochenende dahin will, muss man reservieren, aber klare Empfehlung. Ja, wir haben zum ersten Mal hier in Schwarzlois im Hafen gelegen, im Innenhafen, sonst waren wir ja immer in Dekaner Wert. Und ja, es ist sehr schön hier, nah an der Stadt, alles gut erreichbar. Man hat hier alles, was man braucht, jede Art von Geschäft. Hier kann man sich also gut versorgen mit allem Pipapo. Das Toilettenhaus ist auch gleich hier vorne. Die Toiletten sind hier nicht so doll, aber wer Besseres haben will, der fährt einfach in den anderen Hafen rüber. Da ist ja das Hafenmeisterbüro und dort kann man auch vernünftig duschen. Durch die Brücke ist es doch hier sehr laut, wenn die über die Brücke donnern. Ansonsten ja, gibt es hier auf der anderen Seite noch so ein kleines Wäldchen. Wenn man da in so einer Box liegt, dann ist es auch sehr nett und sehr, sehr schön. Also ja, wir würden immer wieder hierher kommen.